Wusstest du das? Bricks Go Wild Edition. Wusstest du das? Das erste Video, das wir von quasi unserer Stadt gedreht haben, erstens mal gar nicht für YouTube gedacht war, sondern eigentlich nur für die Eltern, damit die wissen, was hier eigentlich abgeht. Und dass ich das erste Video gedreht habe mit meinem Handy. Wusstest du, dass unsere 9 Volt Eisenbahnanlage, welche, keine Ahnung, bestimmt 35, 40 Meter lang ist, mit nur einem einzigen 9 Volt Trafo angetrieben wird und keine Zusatzeinspeisungen hat? Wusstest du, dass im Meer von Wild City ca. 12.000 1x2er Wasserfliesen in dunkelblau verbaut sind? Riesig. Wusstest du, dass viele Bereiche von Wild City noch sehr ursprünglich sind, wie zum Beispiel hier dieser kleine Park, der nach seiner Anfangszeit wahrscheinlich nie wieder ein Update gesehen hat, während andere Bereiche von Wild City, wie zum Beispiel der große Stadtpark, über die Zeit mehrere Male komplett umgebaut wurden? Wusstest du, dass wir nur ein Set in Wild City beleuchtet haben und das ist dieses hier? Wusstest du, dass ich mich beim Zuschneiden für die Platten hier, für diese Erweiterung von Wild City, aus dem Haus ausgesperrt habe, an diesem Tag alleine zu Hause war und in Badeshorts, ja Knappen noch dazu, und an dem Tag war kein Badewetter, fast den ganzen Tag dann draußen bleiben musste, bis endlich jemand kam, der mir die Haustüre wieder aufgesperrt hat. Rita lächelt, aber alle Platten waren am Ende des Tages fertig zugeschnitten. Sehr brav. Wusstest du, dass Wild City einen ganzen Dachboden groß ist? Für alle, die da genauere Zahlen haben möchten, mit U-Bahn, mit den ganzen Erweiterungen und sonstigem sind wir jetzt fast bei 100 Quadratmetern. Wusstest du, dass wir von allen Sets die Verpackungen aufheben? Die liegen dann hier in einem großen Kuddelmuddel am Boden und ich sortiere die dann immer wieder schön fein säuberlich in diese Kisten ein. Wusstest du, dass wir eigentlich keine professionellen hauptberuflichen Lego-Bauer sind, sondern eigentlich Lehrer sind? Wusstest du, dass wir zuerst das allererste Mal die Taschenlampe unseres Gimbals in Aktion erlebt haben? Wusstest du, dass mein Lieblings-Modular-Building, und das weiß nicht einmal Christoph, das American Diner ist? Ich hoffe, es ist der richtige Name. Es gefällt mir auf jeden Fall sehr gut und man bekommt Fernweh. Wusstest du, dass das weiße Hochhaus mit seinen über 300 Fensterteilen eigentlich nur ein Mittel zum Zweck war, um einen dieser Holzpfosten hier zu verkleiden? Wenn ihr nach rechts schaut, haben wir noch 4 dieser Pfosten, die alle über die Zeit jetzt später mal verschönert werden. Wusstest du, dass wir selber auch in der Stadt vertreten sind? Eigentlich nicht nur einmal, aber das sind unsere Hauptfiguren. Und sogar unser kleiner Baumeister ist hier vertreten, den wir auch, glaube ich, bald mal wieder updaten müssen, denn so klein ist er gar nicht mehr. Wusstest du, dass wir neben einem Fußballfeld, welches auch schon ein bisschen ausgestaltet ist, auch noch ein Basketballfeld und hinten im Winterdorf ein Eishockeyfeld in der Stadt haben, welche noch fast gar nicht bearbeitet wurden und welche jetzt demnächst mal richtig stadionmäßig eingearbeitet werden? Wusstest du, dass unsere ersten beiden Mocks hier im Wohngebiet stehen? Nämlich einerseits das ehemalige Wohnhaus von Christoph, wo jetzt noch seine Family drinnen wohnt, und andererseits mein ehemaliges oder noch immer Elternhaus, wo ich auch nicht mehr wohne, aber immer wieder gern zu Besuch bin. Wusstest du, dass wir diese weißen Regale hier für Sets gekauft haben, die demnächst in Wild City einziehen werden? Naja, das ist jetzt ein bisschen anders gekommen, denn manche dieser Sets sind schon über ein Jahr hier drinnen. Die Idee war gut, aber wusstest du, dass es ein Set gibt, das wir sicher mindestens 5-mal geschenkt bekommen haben? Immer das Gleiche. Es ist dieses hier. Ich finde auch eins der schönsten Sets überhaupt. Erinnerung an unsere Hochzeit. Leider nicht der Tower von Ortank. Das wäre auch ein tolles Set gewesen, was man geschenkt bekommen hätte. Wusstest du, dass wir leider gar nicht hier im Haus, wo diese Lego-Stadt aufgebaut ist, wohnen, sondern im etwa 150 Kilometer entfernten Salzburg?
Wusstest du, dass der Zoo die teuersten Einzelteile hat? Ist eigentlich klar, mit den ganzen Tieren, ihr wisst es, Tiere sind unheimlich teuer. Wie zum Beispiel auch unsere wunderbaren Ziegen hier hinten. So süß. Wusstest du, dass wir diese Kommoden, die wir für Anleitungen, Merchandising-Material und so weiter verwenden, nicht gekauft haben, sondern bei IKEA eine Produktreklamation war und wir dann die kaputten Kästchen geschenkt bekommen haben. Dasselbe trifft übrigens auf diese Nachttischkästchen zu, die hinter Rita sind. Die hat unsere Nachbarin, weil sie ein neues Schlafzimmer bekommen hat, weggeschmissen. Und wir haben sie genommen, 2 übereinander passen genau perfekt für unsere Lego-Stadt. Wusstet ihr, dass der Lieblingsbereich von mir der Vergnügungspark ist und Christoph den ja eigentlich gar nicht so groß haben wollte? Wusstet ihr, dass dieser vergessen geglaubte Dschungelexpeditionsbereich aus der Lego City Serie der wohl am wenigsten gefilmte Teil unserer Lego-Stadt ist, was wohl daran liegt, dass man den von nirgendwo gescheit vor die Linse bekommt. Schon gar nicht, wo jetzt Rita diesen Wanderzirkus hier auch noch platziert hat. Wusstet ihr, dass wir diesen Süßigkeiten-Shop oder diesen Süßigkeiten-Stand neben dem Hotshot Karneval-Stand eigentlich nur deshalb haben, weil sich der super nette Mann, der dieses Set entworfen hat, nämlich den Hotshot Karneval und auch den Süßigkeiten-Stand, bei uns gemeldet hat und uns die Anleitung zum Süßigkeitenladen. Was ist jetzt passiert? Da dreht sogar die Kamera durch. Also lieber Herr Brixonator, vielen Dank. Wusstest du, dass wir auch mehrere Lego Dimensions Sets in der Stadt haben, die Rita hier zu Theaterbühnen umfunktioniert hat? Wusstest du, dass unser Freefall Tower im Haunted Mansion noch immer nicht gut funktioniert? Deswegen steht er auch immer still. Wusstest du, dass es eigentlich niemals geplant war, so viele Kräne und Cargoanlagen hier auf den Güterbahnhof aufzubauen, ich mich aber nie von irgendeinem trennen konnte und wir so jetzt teilweise sogar 2 oder 3 Exemplare desselben Krans hier auf der Platte stehen haben? Wusstest du, dass unser Einkaufszentrum MOC noch vorher gebaut wurde, bevor wir eigentlich die Stadt hatten? Und das Einkaufszentrum haben wir eben dann auch nicht hier gebaut, sondern zu Hause gebaut und mussten dann das mit dem Auto herfahren. Mordsschwere und anstrengende Sache, dass nichts kaputt wird und so weiter und so fort. Schwierig. Aber jetzt steht's und ich bin froh darüber. Wusstest du, dass dieses Geisterachterbahn MOC eine Kreation meinerseits war, welche bei dem Transport nach Wild City im Auto komplett zerfallen ist? Rita hat das Set dann hier in Wild City wieder aufgebaut, ziemlich anders als ich das damals gebaut habe. Das heißt, wir haben im Prinzip beide davon ein MOC gebaut. Sehen könnt ihr aber leider nur mehr Ritas Version. Oh, aber grandios. Das ist übrigens der Originalteil von Hidden Side. Wusstest du, dass wir sicher schon 1000 Minifiguren in unserer Stadt platziert haben? Am Platz in der Stadt platziert haben? Nein, in der Stadt platziert haben. Und nicht nur irgendwelche Figuren, sondern auch sehr viele, die von euch gewünscht wurden. Und wenn ihr denkt, das war schon alles, wir hätten noch einige mehr, die wir zusammenbauen könnten und platzieren könnten. Und ich sag's euch, das werden wir auch. Ich freue mich schon. Das, was hier aussieht wie ein Stunts-Motorrad, ist leider keines. Wusstest du, dass meine Schwester, welche auch immer wieder mal ihre Fingerabdrücke hier in Wild City hinterlassen hat, uns teilweise immer ein wenig auf den Arm nehmen will und blöde Kreationen in die Stadt einbaut und so lange wartet, bis wir draufkommen, wie zum Beispiel hier bei diesem Trike mit Kanone hinten drauf, welches wir aber aus Originalitätsgründen hier in der Stadt gelassen haben. Wusstet ihr, dass manche Minifiguren-Situationen, die ich eigentlich schon lange beseitigen wollte, wie zum Beispiel dieser Radfahrer, der hier am
Fahrrad so schlecht drauf hängt, übrigens eine Konstruktion meiner Mutter, noch immer in der Stadt sind, weil ihr gesagt habt, bitte lasst ihn drinnen, der sieht doch mega aus. Und ich muss sagen, danke, dass ihr das in die Kommentare schreibt, denn sonst hätten wir solch lustige Situationen teilweise sicher nicht in unserer Stadt. Wusstest du, dass wir insgesamt in Wild City mindestens 30.000 bis 40.000 dieser 1x2 Fliesenteile in Dark Bluish Grey verbaut haben, weil wir speziell in der Innenstadt fast alle Gehsteige komplett zugepflastert haben. Man mag davon halten, was man will. Uns gefällt dieser cleane, doch sehr elegante Look besser als die Noppen. Wusstest du, dass dieser Friseur hier eines der ersten Sets war, das mir Christoph dann wieder geschenkt hat, nachdem ich aus meinen Dark Ages gekommen bin? Sogar mit Dach, ein Traum. Wusstest du, dass wir weder wissen, wie viele Steine hier genau verbaut sind, noch was das alles gekostet hat? Und ich glaube, das ist auch besser so. Stimmt. Wusstet ihr, dass in der Ninjago City mein Lieblingsdetail eigentlich gar nicht mit der Ninjago City was zu tun hat, sondern dass das Tuk-Tuk hier ist, das quasi das Denkmal ist, ja, an die Zeit, wo Christoph und meine Mutter mal ein Video gemacht haben, weil ich leider kein Video mehr machen konnte. Wegen dem kleinen Baumeister, ihr erinnert euch? Wusstest du, dass dieses Regal hier auch mehr oder weniger leider der Schrottplatz für nicht gewollte Sets ist? Zum Beispiel war die Newberry High School aus der Hidden Sides Serie, ich glaube 1,5 Jahre in unserer Stadt oder sogar 2 Jahre, genauso wie diese Fähre hier, welche irgendwann mal weg musste, weil wir hier wieder was umgebaut haben.